Hey, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Heute reden wir über einen ganz normalen Tag im Supermarkt, also langsam, gemütlich, sodass man gut mitkommt. Genau, willkommen. Ich mag Supermärkte ehrlich. Da passiert immer etwas Kleines und man lernt Wörter, die man wirklich braucht. Total. Ich fange mal an, ich stehe morgens auf und denk, oh Mist, kein Brot mehr. Dann mache ich mir schnell eine Liste, so eine Einkaufsliste, weißt du? Ja, ich schreibe auch alles auf. Das ist wie ein kleines Tagebuch, nur für Essen. Manche nennen das sogar Haushaltsbuch, also ein Heft, wo man Geld und Einkäufe notiert. Das hilft, wenn man sparen will. Stimmt. Und ich schreibe wirklich einfach Brot, Milch, Eier, Obst, ganz basic. Manchmal auch Pfand zurück, also das Geld für Flaschen, das man wiederbekommt. Ah, Pfand, sehr wichtig. Bei mir ist der erste Schritt oft Münze suchen, weil der Einkaufswagen pocht meistens ein Euro-Stück. Ohne Münze kein Wagen. Ich habe so einen kleinen Chip am Schlüssel. Das ist praktisch. Und dann, ja, Tür auf, dieser typische Supermarktgeruch nach Brot und Kaffee. Oh ja, und oft hörst du Musik ganz leise. Ich gehe dann meistens zuerst zum Obst und Gemüse. Da sage ich sogar laut, heute nehme ich Äpfel, Bananen, Tomaten, so Klassiker. Ich wiege das manchmal selbst, wenn so ein Laden ist. Da steht Waage, also eine Maschine, wo du das Gewicht misst. Drückst auf das Bild von der Tomate, zack, kommt ein Etikett raus. Manche Läden wiegen an der Kasse, das ist dann einfacher. Und ich nehme gern so einen Stoffbeutel. Plastik ist, naja, nicht so gut, ne? Klar. Und weißt du, ich habe mal einer Nachbarin geholfen. Sie ist aus der Ukraine. Sie war neu hier und fragte, was ist dieses Pfand? Ich hab's dann erklärt, ganz langsam. Oh, das ist schön. Im Supermarkt merkt man echt, wie die Community hilft. Es gibt ja oft so kleine Aushänge, so ein Board, wo Leute schreiben, Hilfe für Neuankömmlinge, Kurse oder Spenden. Genau, an der Tür oder bei den Kassen. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe Nudeln und Reis gekauft, extra, und dann in die Box gelegt. Das fühlt sich gut an und ist echt einfach. Alic, ich habe das Anbach einbellt. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe das Anbach des Schmerksein in die Box geseit. Aber man sich hierbei eben sich Nudel einbellt. Zurück zum Einkauf. Ich gehe dann zur Bäckereiecke, da gibt's Brötchen. Ich sag dann so ein Mischbrot, bitte. Und wenn ich unsicher bin, frage ich, ist das heute frisch? Ja, Fragen sind super und Wörter üben. Ich habe mal Kassenband gelernt. Das ist dieses lange Band an der Kasse. Klingt lustig, aber man benutzt es echt oft. Haha, stimmt. Und Sonderangebot, das ist, wenn etwas billiger ist. Da gibt's so bunte Schilder, heute nur 1,99. Da bleibe ich immer stehen. Ich auch. Aber ich bleib freundlich zu mir. Ich sag, okay, nur kaufen, wenn ich es wirklich brauche. Sonst ist es nur voll zu Hause. Apropos brauchen. Ich nehme gern eine kleine Wasserflasche, aber in Glas. Dann kann ich die Flasche später zurückbringen. Pfand, eben. Und dann gehe ich durch die Gänge, also die langen Reihen. Ich lese viel, Zucker, Salz, Mehl. Einmal hat eine Frau mich gefragt, Entschuldigung, wo ist der Zucker? Ich so, da hinten, dritter Gang links. Das ist nett. Ich habe im Supermarkt auch mal einen Menschen getroffen, der sehr einsam war, glaube ich. Er hat einfach kurz geredet, nur 2 Minuten. Das tat uns beiden gut. Ja, total. Nach meiner Trennung, weißt du noch, da war ich oft traurig. Dann bin ich langsam einkaufen gegangen, nur um nicht allein zu sein. Ich habe sogar meine Gefühle aufgeschrieben, sowie eine Liste. Das hilft. Oh Mann, ja, ich erinnere mich. Und super, dass du das sagst. Man kann im Supermarkt kleine Routinen haben. Tief atmen, langsam gehen, freundlich nicken. Das macht den Tag besser. Genau. Und dann Milchprodukte. Joghurt, Quark, Käse. Ich schaue aufs Datum, also das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn da 12:13 steht, heißt das, bis dann ist es gut. Ich gucke auch auf Biologos. Wenn ich's leisten kann, nehme ich Bio-Eier. Wenn nicht, ist's auch ok. Man muss nicht perfekt sein. Bei Fleisch frage ich manchmal, gibt es Hähnchen ohne Haut oder ich nehme einfach Tofu. Ich kenne auch Frauen aus einem Geburtskurs, also mit einer Hebamme, die bestimmte Sachen nicht essen. Aus Kultur oder weil sie schwanger sind. Und man muss da respektvoll sein. Oh! Ja, das lernst du im Supermarkt schnell. Alle essen anders. Wichtig ist, freundlich zu fragen. Und die Schilder lesen hilft echt viel. Dann kommt oft der spannende Teil, die Kasse. Ich lege die schweren Sachen zuerst aufs Kassenband, dann die weichen Sachen wie Brot obendrauf. So wird nichts kaputt. Genau.
Und ich nutze den Trenner, also dieses kleine Ding zwischen meinen und deinen Sachen. Ich sag dann, ist das frei und stelle es hin. Kleine Höflichkeit, große Wirkung. Ich zahle meistens mit Karte. Der Kassierer fragt, Bar oder Karte? Ich sag, Karte bitte. Oder manchmal Handy, das ist dann kontaktlos. Bar heißt mit Münzen und Scheinen, Karte ist Eck- oder Kreditkarte. Wenn ich Trinkgeld gebe, dann im Café, aber im Supermarkt eher nicht. Da sage ich einfach, einen schönen Tag noch. Und die Quittung, also der Kassenzettel, den nehme ich mit. Ich klebe ihn ins Haushaltsbuch. So sehe ich, wie viel ich im Monat ausgebe. Das ist ehrliches Feedback. Ich pack alles ein, langsam, kein Stress. Ich habe immer eine Tasche dabei, so eine große Stofftasche. Das ist günstiger, weil Tüten kosten oft was. Vor dem Rausgehen gebe ich die Pfandflaschen ab. Da gibt es so einen Pfandautomaten. Du steckst die Flasche rein, die Maschine macht Brrr und dann kommt ein Bon, also ein Zettel mit Geldwert. Diesen Bon gibst du an der Kasse. Dann wird es abgezogen. Ich mag das Geräusch. Haha, es klingt wie, du sparst. Ach so, und Öffnungszeiten. In Deutschland machen viele Supermärkte um 8 oder 9 zu. Sonntags ist meistens geschlossen. Das war für meine Freundin aus dem Ausland am Anfang echt komisch. Ja, sie stand mal sonntags vor der Tür und so, hä, warum zu? Ich habe ihr dann erklärt, das ist hier normal. Und wir sind dann einfach spazieren gegangen. Später hat sie mir erzählt, dass eine lokale Gruppe ihr geholfen hat, Formulare zu verstehen, auch wo man günstig einkauft. Das ist so wertvoll am Anfang in einem neuen Land. Total. Im Supermarkt gibt's ja auch Eigenmarken, also Produkte von der Ladenkette, die billiger sind. Die sind oft ganz okay. Man muss nur einmal testen. Oh, und Apps. Viele Läden haben Apps mit Coupons, also kleine Rabatte. Du zeigst einen Code, zack, 50 Cent weniger. Das macht Spaß, finde ich. Ich nutze die App, aber langsam, haha. Manchmal stehe ich da, wo ist der Code? Und der Kassierer so, kein Stress, ich warte. Sehr nett. Im Sommer hole ich oft Eis und dann schnell zahlen, weil es schmilzt. Ich leg das Eis ganz zum Schluss aufs Band. Kleiner Tipp. Guter Tipp, mein Tipp, geh nicht hungrig einkaufen. Wenn ich hungrig bin, kaufe ich alles. Chips, Schokolade, oh Mann, und dann bereue ich später. Ja, und trink vorher Wasser. Dann bist du ruhiger. Ich atme auch einmal tief am Eingang. Klingt komisch, funktioniert aber. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Wir waren auf einer langen Autofahrt mit einem E-Auto. Alle sagten, oh, das wird schwierig, aber wir haben einfach beim Supermarkt geladen. Während das Auto lädt, einkaufen, Kaffee trinken. Easy. Haha, ja, das war cool. Und billig sogar. Viele Supermärkte haben jetzt Ladesäulen. Also, falls ihr eine Reise macht, Augen auf, geht gut. Zurück zum Alltag. Manchmal plaudere ich kurz mit der Kassiererin. Ein einfaches Wie geht's heute? Und ein Lächeln. Das ist klein, aber warm. Und wenn mal was fehlt, frage ich einfach. Entschuldigung, wo finde ich Hefe? Oder gibt es noch Bananen? Die Leute helfen gern wirklich. Ich habe auch gemerkt, dass viele neue Leute in Deutschland den Supermarkt als Übungsort für Deutsch nutzen. Schilder lesen, leise Wörter sagen, an der Kasse sprechen. Das ist wie ein kleiner Kurs. Stimmt. Ich sag dann zu mir, heute übe ich Entschuldigung, darf ich mal durch? Oder ich hätte gern ein Kilo Äpfel. So wächst man Schritt für Schritt. Und wenn der Tag schwer ist, dann halt langsam gehen. Ich nehme mir Zeit, berühre die Sachen, spüre den Alltag. Das ist wie Erdung, weißt du? Ja, ich habe sogar einmal kleine Post-its dabei gehabt, so Zettel, wo ich mir Mut mache, du schaffst das. Klingt kitschig, aber es hilft wirklich. Praktisch ist auch, Preise zu vergleichen. Pro 100 Gramm, pro Liter. Da steht das klein gedruckt. Dann weißt du schnell, was günstig ist. Und wenn du sparen willst, nimm Saison. Im Herbst sind Äpfel billiger und lecker, im Sommer Tomaten, im Winter eher Kohl, schmeckt besser und kostet weniger. Eine Sache noch, manche Supermärkte haben eine Ecke mit reduziert, also Lebensmittel, die bald ablaufen. Da findet man gute Sachen, wenn man gleich kocht. Ich finde das super gegen Verschwendung. Weniger Müll ist gut fürs Klima und man spart. Win-win, haha. Nach dem Bezahlen gehen wir raus, frische Luft, Tüten in der Hand. Ich setze mich manchmal kurz auf die Bank vor dem Laden. Einfach so, kurz schauen, Menschen sehen. Ich auch. Und manchmal steht da ein kleiner Tisch von der Tafel, das ist eine Organisation, die Essen für Menschen mit wenig Geld sammelt. Ich gebe dann gern etwas ab. Das ist das Schöne. Ein Supermarkt ist nicht nur kaufen. Es ist ein Ort, wo wir lernen, teilen, reden. Klingt groß, aber fühlt sich klein und echt an. Genau. Und für alle, die neu sind, keine Angst vor Fehlern. Wenn du ein Wort nicht weißt, lächle und frag. Die meisten sind freundlich.
Noch ein Wort, das ich mag, Vorrat. Das heißt, Sachen zu Hause haben für später. Ich habe immer Nudeln, Tomatensoße, Reis. Dann wird Kochen leicht. Oh ja, und Gewürze, Salz, Pfeffer, Paprika. Mit Gewürzen schmeckt alles besser, muss nicht teuer sein. Am Ende kommt zu Hause das Auspacken. Ich leg die kalten Sachen gleich in den Kühlschrank. Obst wasche ich kurz. Dann mache ich mir einen Tee. Ich sortiere noch den Müll. Papier, Plastik, Glas und die Pfandflaschen in eine extra Tüte, damit ich sie nicht vergesse. Ordnung macht den Kopf frei. Und wenn der Tag schwer war, schreibe ich kurz auf, was war gut heute. Vielleicht nur nettes Lächeln an der Kasse. Reicht schon. Das ist schön. So wird ein normaler Einkauf zu einer kleinen achtsamen Sache. Und man fühlt sich weniger allein. Okay, ich glaube, wir haben heute echt viel über den Supermarkt gesagt. Haha. Vom Wagen bis zur Pfandflasche, von Angeboten bis zu kleinen Gesprächen. Ja, und ich hoffe, ihr habt neue Wörter mitgenommen. Kassenband, Pfand, Sonderangebot, Quittung, Vorrat und vielleicht auch ein bisschen Mut. Wenn euch diese langsame Folge gefallen hat, dann gebt gern ein Like. Das hilft uns wirklich. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Schreibt uns auch in die Kommentare, was kauft ihr immer. Habt ihr Tipps für den Supermarkt? Und hey, wenn's euch gefallen hat, bitte liken und abonnieren, ganz locker. Danke, dass ihr dabei wart. Macht euch einen Tee oder kocht was Leckeres mit euren Einkäufen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt freundlich zu euch, geht langsam durch den Tag und viel Spaß im Supermarkt. Tschüss zusammen.